Ich bin in den vergangenen Tagen auf ein Rezept gestoßen, das ich vor 20 Jahren mal gemacht habe. Und zwar Schmorgurken, Landgurken, gebratene Landgurken. Und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, bei Ratzfatz Schlemm. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Als erstes hätte ich mal eine Bitte. Das ist eine Landgurke oder eine Schmorgurke. Also ich habe sie als Landgurke gekauft, aber daneben waren Schmorgurken. Die sehen ein bisschen dunkelgrüner aus. Wo ist der Unterschied? Ich weiß es nicht. Sollte jemand von euch das wissen, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Jedenfalls brauchen wir diese Art von Gurken, ob Land- oder Schmorgurke, ist wahrscheinlich relativ egal. Ich nehme an, der Wassergehalt, der wird sich unterscheiden. Das Gericht als solches ist denkbar einfach. So eine Gurke, die wird in mundgerechte Stücke geschnitten, so ein bisschen das Kerngehäuse entfernt. 2 Zwiebeln, grob gewürfelt, bisschen fettarmer Speck angebraten, mit den Zwiebeln angebraten. Die Gurke kommt dazu, die wird auch ein bisschen angebraten. Wenn die dann Farbe bekommen hat, geben wir noch ein bisschen Tomate dazu. Lassen das alles ein bisschen schmoren für 10 Minuten, Viertelstunde. Und werden das dann würzen mit Essig und flüssiger Süße. Bisschen Paprikapulver, Salz und Pfeffer und das war's. Relativ schnelles, einfaches Gericht. Damals fand ich es lecker und ich dachte, würde auch passen. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Bei diesen Land- oder Schmorgurken ist es wichtig, die müssen auf jeden Fall geschält werden. Die Schale ist sehr fest, relativ bitter. Die ist ja nicht nahrhaft, also die muss runter. When did we start losing and stop giving? I remember I gave it time. I love my time. Now my mind's lost in its thoughts. I want you want only you. But my heart's all tied up in knots. Wanna release it, wanna release it, wanna release it. Gehört zwar nicht zum Gericht, aber für die Leute, die mit Zwiebeln so ein paar Probleme haben, ich mache gerne ein paar Kümmelkörner noch daran. Wenn die Zwiebeln so leicht glasig sind, kommen die Speckwürfel dazu. Da die ja sehr fettarm sind, brauchen die nicht lange und werden nur kurz mit angebraten. Und wenn der Speck ein wenig angebraten ist, dann kommen die Schmorgurken dazu und das wird gleich erstmal so ein bisschen untergehoben. Die Gurke kann jetzt ruhig so 10 bis 15 Minuten lang ein bisschen braten und ein bisschen Farbe bekommen. Die nimmt tatsächlich so eine leichten Röstaromen an und kriegt so ein bisschen braune Farbe. Und wenn das soweit ist, dann können wir die Tomate dazugeben, die wir jetzt in der Zwischenzeit vorbereiten. In der Zwischenzeit bereiten wir uns die Tomate vor. Die wird mit kochendem Wasser übergossen. Vorsicht, dicke Schalen können bei heißem Wasser auch platzen. Nehmt eine, die hitzebeständig ist. Die Tomate wird jetzt so 1 bis 2 Minuten in dem heißen Wasser drin liegen gelassen und dann mit kaltem Wasser abgeschreckt. So, die Tomate, die habe ich eben mit eiskaltem Wasser abgeschreckt und jetzt müsste sich die Haut eigentlich wunderbar davon lösen. Dazu schneiden wir mal hier das
Sieht nicht mehr ganz so schön aus. Das nehmen wir mal weg. Und tja, wie mache ich das jetzt? So. Und hier kann ich die Haut so abziehen. Das wollte ich. Genau. Einmal. Hier geht's auch. So. So, und das Fruchtfleisch der Tomate kommt jetzt einfach noch dazu und kann noch so ein bisschen verkochen und gibt dem Ganzen so einen leicht tomatisierten Geschmack. Wenn die Gurken so leicht glasig werden wie diese hier, dann sind sie durch und dann ist das Essen fertig. Die Kartoffelstärke wird mit etwas kaltem Wasser angerührt. Es ist wichtig, dass das Wasser kalt ist. Hier ist genug Flüssigkeit vorhanden, ansonsten kann man ein bisschen Wasser nachkippen. Und dann fangen wir an zu würzen mit etwas Salz. Eine gute Prise, die Gurken ziehen ganz schön an Geschmack. Pfeffer. Das Paprikapulver und die Soße, deren Namen nicht genannt werden darf. Also soll heißen Worcester, Worcestershire Soße, wie auch immer. Ein wenig flüssige Süße und den Essig. Da könnt ihr Apfelessig nehmen oder Weinbrandessig, einen ganz einfachen. Das ist relativ unwichtig an dem Fall. Dann wird es jetzt noch ein bisschen fertig geschmort. Die ist zum Beispiel noch nicht so, die ist noch ein bisschen hell. Und die anderen, die sind aber schon ziemlich glasig und die sind schon durch. Und ja, wenn die alle durch sind, dann ist fertig. Und dann machen wir gleich die Kartoffelstärke noch daran, damit die ganze Geschichte hier noch so ein bisschen, ja, schmatziger wird. Die Speisestärke oder Kartoffelmehl oder was auch immer man da hat, so teelöffelweise dazugeben. Wenn die warm wird, bindet die ab. Und das passiert dann relativ plötzlich. Und ich glaube, das reicht hier schon. Ein einfaches und schnell gemachtes Gericht und ich darf kosten. Oh, heiß. Oh, heiß. Sehr heiß. Hat was von den 90ern. Aber ist echt lecker. Ist wirklich lecker. Ich mag das gerne. Geil. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sollte das so sein, gebt mir doch einen Daumen hoch und lasst mir ein Abo da. Ansonsten, für die Leute, die mit mir die Dings erzählen, diese Portion, oder wenn man, die gleiche Portion könnte man auch mit 2 Gurken machen. Dann wäre das für 2 Personen, das, ja, ist für eine Person, denke ich. Hat auf jeden Fall 2 Dings da. Und für 2 Dings da kann man satt werden. Wie eben schon gesagt, meine Bezahlung ist so ein Daumen hoch oder ein Abo. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Euer Carsten. Ciao.